Vergessen Sie die alten Prepper-Videos. PVC-Rohre zu vergraben ist Schnee von gestern. Heute muss der Staat nicht mehr in Ihr Haus einbrechen, um Ihr Eigentum zu beschlagnahmen. Es reicht, Ihre digitale Identität einzufrieren. Bevor ich Ihnen zeige, welche 10 Dinge Sie in einer modernen Krise sichern sollten und wie Sie wie ein Geist leben können, verrate ich Ihnen nicht, wie der Staat die ersten 5 Dinge auf Ihrer Liste beschlagnahmen wird. Denn diese Liste hat er bereits. Heute erzähle ich Ihnen von dem 10. Gegenstand, dem wertvollsten Besitz in Ihrem Haus, von dem Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, dass er Ihnen gehört. Wenn Sie diesen 10. Gegenstand nicht heute verstecken, steht er am 2. Tag der Krise vor Ihrer Tür. Aber zuerst lernen Sie Ihren digitalen Henker kennen. Erste digitale Vergiftung. Ihre Kreditkartenabrechnungen sind im Grunde Geständnisse. Es gibt jedoch eine Methode namens Geisterausgaben, mit der Sie den Algorithmus austricksen können. Wenn Sie das nicht tun, wird Ihr Haus auf Google Maps als Lagerhalle markiert. Die Regierung weiß mit Hilfe des Algorithmus, wer Hamsterkäufer sind. Die Taktik: Verfälschen Sie Ihr Einkaufsprofil. Kaufen Sie gelegentlich Produkte, die den Eindruck erwecken, Sie seien unvorbereitet und verschwenderisch. Lassen Sie sich vom Algorithmus aus der Risikogruppe ausschließen. Zweitens, biometrische Unsichtbarkeit. Straßenkameras erkennen Sie nicht nur an Ihrem Gesicht, auch Ihre Gangerkennung verrät sie. In der Mitte des Videos zeige ich Ihnen, wie Sie dieses System mit einem 2-Euro-Gegenstand in Ihrem Schuh deaktivieren können. Die KI findet Sie, sobald Sie in einer Krise die Straße betreten. Als Taktik: Blitzlicht-Taktiken oder Hüte, die Infrarotlicht abgeben. Blenden Sie die Kameras mit Make-up oder Accessoires, die Ihre Gesichtszüge asymmetrisch erscheinen lassen. Drittens, Wärmemanagement. Wenn Drohnen Ihr Haus überfliegen, sehen Sie Wärmelecks, nicht Wände. Wenn Sie einen Generator betreiben, zünden Sie eine riesige Laterne am Himmel an. Die Lösung liegt aber nicht auf dem Dachboden, sondern versteckt in der Strahlungsbarriere-Technologie in Ihrer Küchenschublade. Drohnen erkennen anhand der Wärme auf ihrem Dachboden, dass sich ein Generator oder ein Ofen im Haus befindet. Als Taktik: Errichten Sie einen Wärmeschutzschild, indem Sie Wärmedämmmatten auf dem Dachboden auslegen. Lassen Sie das Haus von außen kalt und verlassen wirken. 4. Das Hungertheater. Warum werden gerade diejenigen, die am besten vorbereitet sind, in der ersten Woche der Krise verhaftet? Weil sie zu gesund aussehen. Ich werde Ihnen eine psychologische Technik vorstellen, die ich Opfertarnung nenne. Gesund und energiegeladen auszusehen, signalisiert den Beschlagnahmungsteams: Hier gibt es versteckte Lebensmittel. Als Taktik: Wenn die Krise beginnt, schminken Sie sich, um schlanker auszusehen, und tragen Sie alte Kleidung. Stellen Sie sich an die Spitze der Hilfsverteilung und beschweren Sie sich am lautesten. Und hier, wie versprochen, das Geheimnis von Punkt 2, die 2 Euro. Sie können Ihr Gesicht verbergen und eine Maske tragen, aber die KI des Staates erkennt Sie an Ihrem Gang. Schrittmuster, Körperschwerpunkt und Gelenkwinkel jedes Menschen sind so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Straßenkameras können Sie aus 500 Metern Entfernung allein an Ihrem Gang identifizieren. Wie können Sie das also mit nur 2 Euro durchkreuzen? Lösung: Ein Kieselstein oder eine Münze. Legen Sie eine Münze oder einen kleinen, spitzen Kieselstein in Ihren linken Schuh, direkt unter die Ferse. Dieser kleine Gegenstand wird Sie leicht pieksen und ohne dass Sie es merken, verändern Sie Ihr Körpergleichgewicht. Was passiert? Ihre Schrittlänge verkürzt sich, Ihr Hüftwinkel verändert sich und Ihr Körperschwerpunkt verlagert sich. Ergebnis: Das Sie in der KI-Datenbank stimmt nicht mehr mit dem Sie auf der Straße überein. Das System: Sie werden als unbekanntes Objekt markiert. Eine 2-Euro-Münze legt im Nu ein millionenschweres Überwachungssystem lahm und verwandelt Sie in einen Geist. 5. Verstecken in Abwasserleitungen. Hört auf, im Boden zu graben. Es gibt einen Ort, den die staatlichen Suchtrupps niemals aufsuchen werden und der ihnen sogar Ekel einflößt. Es ist der schmutzigste Ort in eurem Haus, aber er wird euer sicherster Zufluchtsort sein. Metalldetektoren scannen alles. Taktik: Versteckt Wertsachen in versiegelten Kapseln in aktiven Abwasserleitungen in Tiefen, die der Detektor nicht erreichen kann. Kein Beamter wird jemals seine Hand in den Abwasserdreck stecken. 6. Graue Kommunikation. Wenn WhatsApp nicht funktioniert und Walkie-Talkies verboten sind, könnt ihr ein unsichtbares Netzwerk in der Luft aufbauen. Diese Technologie ist so günstig, dass man sich wundert, warum niemand darüber spricht. Das Funksignal RF wird sofort erkannt und blockiert. Taktik: Richtet energiesparende Mesh-Netzwerke ein, die keine SIM-Karten, kein Internet und keine Abhörgeräte benötigen. In der Stadt könnt ihr die Quelle verbergen, indem ihr das Signal von Gebäuden reflektiert.
7. Dienstleistung und Tauschhandel. Sie können uns alles nehmen, unser Gold, unser Essen. Aber dank des Unentbehrlichkeitsprotokolls ist der Staat gezwungen, euch Schutz zu gewähren, anstatt euch einzusperren. Wie? Dazu gleich mehr. Gold kann beschlagnahmt und gestohlen werden. Als Taktik. Das Einzige, was nicht beschlagnahmt werden kann, ist euer Wissen. Erlernt eine unentbehrliche Fähigkeit wie Erste Hilfe, Reparatur, Nähen oder die Installation von Solaranlagen. Der Staat wird euch aus dem Lager holen und euch zu technischem Personal machen, wodurch ihr Privilegien erhaltet. Wenn ihr der einzige Solaranlagenreparateur oder der einzige in der Gegend seid, der einfache chirurgische Nähte ausführen kann, stuft euch der Staat als Ressource ein. Das verschafft euch zusätzliche Rationen, Sicherheit und den Status, nicht beschlagnahmt werden zu können. Wissen ist das einzige Kapital, das nicht beschlagnahmt werden kann. Achte Medizin und Saatgut. Apotheken werden als erstes geplündert. Aber ich werde Ihnen anhand von Beweisen zeigen, wie eine gewöhnliche Topfpflanze in Wirklichkeit eine natürliche Antibiotikafabrik ist. Medikamentenvorräte werden am schnellsten beschlagnahmt. Als Taktik. Lernen Sie, kolloidales Silber durch Elektrolyse herzustellen, anstatt Antibiotika zu produzieren, oder bewahren Sie Samen von Heilpflanzen in Gewürzgläsern auf. 9. Kryptospeicher. Papiere werden gefunden. Hardware-Wallets werden gestohlen. Aber ich werde Ihnen beibringen, wie Sie Geld aus dem Nichts wiedererlangen, wie Sie Ihr Vermögen erreichen, indem Sie einfach ein Gedicht lesen. Bankkonten werden mit einer einzigen Berührung geschlossen. Als Taktik. Schreiben Sie den 24-Wort-Wallet-Schlüssel auf ein Blatt Papier. Prägen Sie ihn sich in einem Gedichtband ein, ohne bestimmte Wörter zu unterstreichen, mit einem Geheimcode. Ihr Geld wird Sie überall auf der Welt begleiten. Oder kreisen Sie einfach die Seitenzahlen eines alten, dicken Buches entsprechend Ihrem Code ein. 10. Falleninventar. Letzter Zyklus. Hier ist der wichtigste Punkt. Wenn Sie glauben, du hättest dem Offizier alles gegeben, suchen Sie weiter. Du musst ihnen einen solchen falschen Sieg verschaffen, dass sie dir danken und weiterziehen, sobald sie an deinem eigentlichen Lagerhaus vorbeikommen. Das ist die berühmte weinende Mann-Taktik. Wenn du sagst, ich habe nichts, glauben sie dir nicht und zerstören das Haus. Die Taktik, gib ihnen ein paar Vorräte und Silbermünzen, die sie finden sollen. Weine, während du sie ihnen übergibst, und tu so, als würdest du dich wehren. Wenn sie etwas finden, hören sie im Triumphgefühl auf zu suchen. Moment, es ist noch nicht vorbei. Was haben Sie gerade empfunden? Sie haben die 10 Punkte genommen, eingesteckt und dachten, das Video sei zu Ende, richtig? Genau so funktioniert der Staat. Er verspricht Ihnen ein Ende, zieht eine Grenze, und während Sie sich auf diese Grenze konzentrieren, bemerken Sie nicht die eigentliche große Operation dahinter. Genau wie in den USA während der Goldkonfiszierung, Executive Order 6102 im Jahr 1933. Zuerst hieß es, kleine Mengen seien ausgenommen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Dann gingen sie von Tür zu Tür und konfiszierten jedes Gramm. Erst locken sie an, dann vernichten sie. Heute habe ich Ihnen 10 Punkte versprochen, aber dieses Video war tatsächlich nur die erste Hälfte eines 20-Punkte-Protokolls. Wenn Sie bereit sind, sich mit den ersten 10 Punkten zufrieden zu geben und das Video zu schließen, gehören Sie zu den 90%, die in der ersten Woche der Krise eliminiert werden. Für alle, die wirklich überleben wollen, beginnt die zweite Welle, 11. Kollektivierung und Abschottung der Wasserressourcen-Szenario. In Krisenzeiten versiegelt der Staat unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit Brunnen und übernimmt die Kontrolle. Selbst das Sammeln von Regenwasser kann als Straftat gelten, wie in einigen US-Bundesstaaten. Taktik: versteckte unterirdische Zisternen und Aktivkohlefilter. Kennzeichnen Sie Ihren Gartenwassertank als Klärgrube oder Bewässerungsschacht. Niemand wird unter einem Schachtdeckel nach Trinkwasser suchen. Leiten Sie das Wasser nicht von der Oberfläche, sondern durch eine versteckte unterirdische Leitung ins Haus. 12. Verkehrsdiktatur. Fernverriegelung von Smart Vehicles. Szenario: alle modernen Fahrzeuge, Tesla, BMW und so weiter, verfügen über eine Notausfunktion. Während einer Ausgangssperre wird Ihr Fahrzeug per Knopfdruck in der Garage verriegelt. Taktik: analoge Fahrzeuge und mechanische Dieselmotoren. Ein Fahrzeug vor dem Jahr 2000 ohne Software, rein mechanisch, Land Rover Defender oder älterer Diesel. Mercedes: halten Sie Ihren Diesel bereit. Diese Fahrzeuge fahren nur mit Kraftstoff und Luft, sie können nicht durch Satellitensignale gestoppt werden. Meine Empfehlung ist jedoch der Trabant 601 Deluxe. Sie wissen ja, das ist mein Auto. Seine Technologie ist unübertroffen.
13. Zwangsumsiedlung. Beschlagnahmung leerstehender Zimmer in ihrem Haus-Szenario. In Kriegszeiten oder bei großen Migrationskrisen kann der Staat unter dem Vorwand dringenden Wohnraumbedarfs leerstehende Zimmer in ihrem Haus anderen zuweisen. Taktik: Blindraumarchitektur, falsche Wand. Teilen Sie einen Raum in Ihrem Haus mit einer Trockenbauwand und bauen Sie eine versteckte Tür dazwischen ein, zum Beispiel hinter einem Bücherregal. Von außen sollte die Wohnfläche des Hauses in den Plänen klein erscheinen. Simulieren Sie, dass Ihre Räume unbewohnbar sind, feucht als Lagerraum genutzt. 14. Energiesteuer und Beschlagnahmung der Solaranlage-Szenario. Die Solaranlage auf Ihrem Dach ist von Satelliten aus sichtbar. In einer Krise kann der Staat diese Energie zwangsweise ins Netz einspeisen oder ihre Anlage beschlagnahmen. Solarpaneele unter dem Deckmantel einer Energiesteuer. Taktik: mobile und flexible Paneele statt fest installierter Paneele. Verwenden Sie stattdessen faltbare Paneele, die nur bei Bedarf in den Garten gebracht werden. Laden Sie diese tagsüber auf und lagern Sie sie nachts ein. Erwecken Sie den Eindruck, dass Sie keine Energie produzieren, indem Sie defekte Generatorteile vor dem Haus deponieren. 15. Tauschhandelspsychologie. Horten von Alkohol und Zigaretten. Szenario: wenn Geld Preis an Wert verliert, beschlagnahmt der Staat strategische Luxusgüter wie Alkohol, Zigaretten und Kaffee, um den Schwarzmarkt einzudämmen. Taktik: Lagerung in kleinen Einheiten. Lagern Sie diese Produkte nicht in Ihrem Hauptlagerraum, sondern verteilen Sie sie auf verschiedene Teile des Hauses. Nischen in den Wänden, Dachboden. Tauschen Sie niemals kartonweise, sondern immer nur einzelne Packungen oder Flaschen, damit Ihr Besitz nicht offensichtlich ist. 16. Deaktivierung der digitalen Identität und physische Spuren. Szenario: bei Nichteinhaltung staatlicher Auflagen wird Ihre digitale Identität deaktiviert. Sie haben dann keinen Zutritt mehr zu Märkten und können keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen. Taktik: legen Sie ein Archiv mit Bargeld und physischen Dokumenten an. Bewahren Sie alte Führerscheine, Passkopien und Landkarten auf, die nicht im digitalen System erfasst sind. Detaillierte topografische Karten von vor 1980, die Wald- und Dorfwege und nicht Stadtstraßen zeigen, sind von unschätzbarem Wert. 17. Medizinische Triage und Operationen zu Hause. Szenario: wenn Krankenhäuser überfüllt sind, behandelt die Regierung nur noch Patienten mit hohen Überlebenschancen. Sie werden aufgefordert, ihre Medikamente abzugeben. Taktik: Ihre eigene Apotheke. Nehmen Sie die Medikamente aus den Originalverpackungen und füllen Sie sie in gewöhnliche Vitamin- oder Kräutertee-Packungen um. Verpacken Sie Antibiotika vakuumiert mit Trockenmittel und lagern Sie sie im hinteren Teil des Gefrierschranks, hinter dem Fleisch. 18. Nachrichtendienstliches Netzwerk. Kurzwellen abhören. Szenario: Internet und Fernsehen unterliegen der staatlichen Kontrolle. Es wird ausschließlich Propaganda verbreitet. Taktik: passive Abhörstation. Beschaffen Sie sich batteriebetriebene oder Wählscheiben-Kurzwellenradios, die keinen Internetzugang benötigen. Da sie kein Signal senden, sie hören nur, kann Ihr Standort nicht zurückverfolgt werden. Informieren Sie sich über die tatsächliche Lage bei grenzüberschreitenden Nachrichtensendern, zum Beispiel BBC World Service. 19. OPSEC. Operationelle Sicherheit. Informationssegmentierung. Szenario: in Angst verraten Menschen selbst ihre engsten Freunde. Taktik: das Prinzip, nur das Nötigste wissen. Selbst Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder sollten nicht den Speicherort aller Informationen kennen. Weisen Sie jedem Familienmitglied die Verantwortung für einen anderen kleinen Informationsspeicher zu. So bleiben selbst dann 90% Ihrer Daten sicher, wenn jemand unter Druck spricht. 20. Finale, der Fluchtweg, der Notfallplan. Szenario: wenn dein Zuhause nicht mehr zu verteidigen ist, sperren dich staatliche Kontrollpunkte in einem Lager ein. Taktik: unsichtbarer Pass. Benutze niemals Hauptstraßen. Suche nach bereits entdeckten, satellitenunsichtbaren, unter Bäumen verlaufenden Routen. Achte darauf, dass dein Notfallrucksack wie ein gewöhnlicher Rucksack für Obdachlose oder Angler aussieht, nicht wie ein Militärrucksack. Der Staat ist da, um dich zu kontrollieren, nicht um dich zu schützen. Diese 20 Regeln sorgen dafür, dass du unsichtbar wirst, nicht nur ein Rädchen im Getriebe. Wer heute vorbereitet ist, bestimmt morgen die Regeln. Wenn dir meine Arbeit gefallen hat, gib dem Video bitte ein Like, teile es und abonniere meinen Kanal. Ich bin der Kommissar, Lektion beendet. Verschwinde nun in der Dunkelheit. Du bist also noch hier? Gut. Das zeigt mir, dass du die wichtigste Lektion bereits instinktiv verstanden hast.
Traue niemals einem offiziellen Ende. Ich habe dir 20 mechanische Taktiken gegeben, aber Hand aufs Herz. Wenn der Staat mit der vollen Härte der Durchführungsverordnungen kommt, nützt dir das beste Versteck im Abwasserrohr nichts, wenn du deinen größten Feind nicht kontrollierst, deine eigene Psychologie. Wusstest du, was das absolut Erste ist, was sie dir wegnehmen? Es ist nicht dein Gold, es ist dein Zeitgefühl. In einer echten Krise, wenn das Internet weg ist und die Nachrichten nur noch aus Lautsprecherwagen kommen, verlierst du die Orientierung. Wer die Zeit kontrolliert, kontrolliert die Moral. Besorg dir eine mechanische Automatikuhr, keine Smartwatch, kein Quarz. Wenn der elektromagnetische Puls kommt oder die Serverfarmen brennen, musst du wissen, wann die Ausgangssperre beginnt und wann die Patrouillen Schichtwechsel haben. Disziplin ist deine unsichtbare Rüstung. Und noch etwas, das kein anderer Prepper-Kanal dir sagen wird. Werde zum Philanthropen des Scheins. Wenn du Vorräte hast, behalte sie nicht nur für dich. Aber gib nicht das Fleisch oder den Reis weg. Gib Informationen weg. Werde derjenige, der weiß, wo man noch sauberes Wasser findet. Natürlich nicht an deiner geheimen Zelle. Werde derjenige, der den Nachbarn zeigt, wie man ein Radio repariert. Warum? Weil der Staat Informanten liebt. Wenn du für deine Gemeinschaft nützlich bist, werden deine Nachbarn dich schützen, anstatt dich zu verraten. Du musst für sie wertvoller sein als die Belohnung, die der Staat für eine Denunziation zahlt. Das ist soziale Infiltration. Wir reden hier oft über den Grey Man. Aber der wahre Grey Man ist nicht der, den man nicht sieht. Es ist der, den man sieht, aber für völlig harmlos hält. Der nette Nachbar, der mit dem Trabant, der immer flucht, wenn der Motor nicht anspringt. Niemand vermutet hinter einer komischen Fassade einen strategischen Planer. Dein Stolz ist dein größter Verräter. Wenn du zeigen willst, wie schlau du bist, bist du schon so gut wie konfisziert. Und zum Schluss, weil du immer noch zuhörst, die größte Lüge, die man dir erzählt, ist, dass du durchhalten musst, bis Hilfe kommt. Es kommt keine Hilfe. Du bist die Hilfe. Die 20 Punkte waren die Hardware. Deine Entschlossenheit, im entscheidenden Moment Nein zu sagen, ohne ein Wort zu sprechen, ist die Software. Wenn der höfliche junge Mann in der Warnweste morgen vor deiner Tür steht, lächle ihn an, sei kooperativ, gib ihm den Köder. Und während er mit deinem alten Benzinkanister voller Wasser abzieht, weißt du, dass du das Spiel bereits gewonnen hast. Das hier war kein Video, das war eine Grundausbildung. Und jetzt, wirklich. Verschwinde in der Dunkelheit. Wir sehen uns, wenn die Lichter ausgehen.